Krankheiten, mehr oder weniger pathogene Träume und Ekstasen sind Mittel, zum Schamanentum zu gelangen. Manchmal bedeuten diese außerordentlichen Erlebnisse einfach die Erwählung, die von oben kommt, und sind für den Kandidaten nur eine Vorbereitung auf neue Offenbarungen. Meistens jedoch bilden Krankheiten, Träume und Ekstasen schon selbst eine Initiation, haben also den Zweck, den profanen Menschen von vor der Erwählung in einen Handhaber des Sakralen zu verwandeln. Freilich folgt diesem Erlebnis ekstatischer Ordnung immer und überall eine theoretische und praktische Unterweisung durch die alten Meister. Aber deshalb ist es nicht weniger entscheidend, denn in ihm ist die radikale Änderung des religiösen Status der erwählten Person erfolgt. Fast immer umfasst der ziemlich reiche Inhalt dieser Initiationserlebnisse eines oder mehrere von den folgenden Themen: Zerstückelung des Körpers, danach Erneuerung der inneren Organe und der Eingeweide, Auffahrt zum Himmel und Unterredung mit den Göttern oder Geistern, Abstieg in die Unterwelt und Unterhaltung mit den Geistern und den Seelen der verstorbenen Schamanen. Verschiedenerlei Offenbarungen religiöser und schamanischer Art, Berufsgeheimnisse, offensichtlich alles Themen aus der Initiation. So sagt ein jakutischer Schamane, Sophron Satev, dass für gewöhnlich der künftige Schamane stirbt und 3 Tage ohne Essen und Trinken in der Jurte liegt. Früher habe man sich 3-mal der Zeremonie der Zerstückelung unterzogen. Ein anderer Schamane, Peter Ivanov, unterrichtet uns ausführlicher über diese Zeremonie. Die Glieder des Kandidaten werden mit einem eisernen Haken abgeschnitten und zertrennt. Die Knochen werden gesäubert, das Fleisch wird abgekratzt, das Flüssige weggeschüttet, die Augen werden aus ihren Höhlen gerissen. Nach dieser Prozedur werden alle Knochen gesammelt und mit Eisen wieder verbunden. Ja, das gerade war ein Zitat aus einem Buch von einem berühmten Religions- und Schamanismus-Erforscher, nämlich der Mircea Eliade. Und das Buch ist sein Klassiker, der Schamanismus und archaische Ekstasetechnik heißt das. Sehr wissenschaftlich geschrieben, relativ trocken, auf weiten Strecken zu lesen, aber trotzdem empfehlenswert für Leute, die sich für echten Schamanismus, echtes Schamanentum interessieren und da eben auch an den Betrachtungen, die kulturübergreifend dargestellt sind, interessiert sind. Kann ich nur empfehlen, mal zu lesen. Das war ein Bericht aus der Abteilung über die Schamanenkrankheit, über die Initiationskrankheiten der Schamanen. Und darum soll es jetzt in dem folgenden kleinen Vortrag so ein bisschen gehen, nämlich die Schamanenkrankheit, die schamanische Initiation aus der Sicht eines westlichen, ganz normalen Mitmenschen, so wie ich einer bin. Ich habe solche Sachen erlebt und ich möchte euch da mal ein bisschen berichten, was mir da so widerfahren ist. Das Weltbild bzw. die Kosmologie der meisten Schamanismen weltweit ist relativ komplex oder kann relativ komplex werden. Aber wenn man alles mal wirklich auf eine Gemeinsamkeit reduziert, sich das mal genau anschaut, dann fällt zumindest mal eine Sache ganz deutlich ins Auge. Unterm Strich kann man unterscheiden zwischen einer, letztlich alltäglichen Wirklichkeit der Realität, in der wir Menschen alle leben, ganz egal, ob das im Dschungel ist oder in einer x-beliebigen Großstadt oder auf dem Dorf, ganz egal in welcher Kultur man letztlich unterwegs ist. Und zum Zweiten, gibt es eine verborgene Wirklichkeit, die wir im Deutschen ganz gern mal als Geisterwelt zu bezeichnen pflegen, die nicht alltägliche Wirklichkeit, wie Hahner bzw. Castaneda das genannt haben. Und lebendig zu sein bedeutet, mit beiden dieser Welten bis zu einem gewissen Grad verbunden zu sein. Das ist also auch etwas, was allen Menschen letztlich bis zu einem gewissen Grad immanent ist. Du musst nicht unbedingt ein Schamane sein, um Kunde oder Wahrnehmung von der Geisterwelt haben zu können. Aber die Schamanen haben hier ganz besondere Skills. Die sind ganz besonders befähigt, auch die verborgene, nicht alltägliche Wirklichkeit wahrnehmen zu können. Das ist deren Besonderheit und deshalb können sie diese besondere Art von Arbeit, die sie zu machen haben, nämlich
Vermittler zwischen der nicht alltäglichen und der alltäglichen Wirklichkeit zu sein, tatsächlich auch machen. In dem Zusammenhang darf man gleich ein weiteres Kernmerkmal erwähnen, was in den meisten Schamanismen weltweit in irgendeiner Art und Weise anzutreffen ist und zu beobachten ist. Das ist die Offensichtlichkeit, dass Schamanentum an sich im Kern mit veränderten Bewusstseinszuständen zu tun zu haben scheint. Diese veränderten Bewusstseinszustände sind notwendig, um eben die verborgene Wirklichkeit wahrnehmen zu können, in dieser Wirklichkeit agieren zu können, damit arbeiten zu können, mit den Geistern kommunizieren zu können und so weiter. Für die alltägliche Wirklichkeit brauchst du in der Regel einen gut sozialisierten Wachbewusstseinszustand. Das ist der Zustand, den wir alle kennen, in dem wir alle uns begegnen in der alltäglichen Wirklichkeit, im alltäglichen Arbeitsleben, beim Versuch über die Straße zu gehen, hoffentlich bei Grün, um nicht vom Auto angefahren zu werden und so weiter. Aber das ist nicht derselbe Zustand, den ich brauche, um in der Geisterwelt arbeiten zu können. Veränderte Bewusstseinszustände sind als Erlebnis für Menschen erstmal normal, weil auch der alltägliche Bewusstseinszustand ist nicht immer gleich. Unser Bewusstsein verändert sich eigentlich ständig im Zuge unseres Lebens. Der offensichtlichste Wechsel findet vom Wachen zum Schlafen beziehungsweise im Aufwachen statt. Wir brauchen zum Schlafen einen vollkommen anderen Bewusstseinszustand als eben für unser Wachleben, unser tägliches. Oder eben auch, wenn ihr zum Beispiel in die Disco geht, wenn ihr ins Kino geht oder eben wenn ihr am Arbeitsplatz im Büro seid. Das sind alles unterschiedliche Bewusstseinszustände, die da letztlich nötig sind und die sind für uns auch vollkommen normal. Die besondere Fähigkeit der Schamanen ist nun eine Begabung, besondere Skills zu haben, um Bewusstseinszustände zu erzeugen, die sie verstärkt mit der verborgenen Wirklichkeit verbinden können. Und hier kommt das Thema der sogenannten Schamanenkrankheit, wie das in der Literatur immer wieder beschrieben wird, ein bisschen zur Sprache schon. Ja, das Phänomen, dass Leute, die schamanische Arbeit machen sollen, aus irgendwelchen Gründen oder machen wollen, spezielle Merkmale zeigen, die darauf hindeuten können, zum Beispiel, dass es sich tatsächlich hier bei dieser oder jener Person um eine Schamanin oder einen Schamanen handelt. In der Regel wird das als mehr oder weniger Kranksein empfunden. Und zwar sowohl vom sozialen Umfeld als auch von den Leuten selber in mehr oder weniger starkem Ausmaß. So gesehen die Schamanenkrankheit, die Besonderheit, das besondere Leid eines Schamanen, einer Schamanin ist eigentlich im Prinzip Ausdruck dieses besonderen Skills, mit dieser nicht normalen Wirklichkeit viel, viel stärker verbunden zu sein, viel, viel stärker von der beeinflusst zu werden, als das eben für normale Menschen der Fall sein sollte. Das ist die eine Seite. Die Schamanenkrankheit als Zeichen dieser besonderen Begabung. Auf der anderen Seite erfüllt die Schamanenkrankheit aber auch eine eigene Aufgabe, und zwar erstens auf dem Weg vom in Anführungsstrichen normalen Menschen zum schamanischen Menschen zum einen und zum zweiten auch als regelrechte Ausbildung und Initiation in das schamanische Weltbild, in das schamanische Wirken und Sein. Mit anderen Worten, diese Leute werden krank, um auch diese speziellen Schamanen-Skills, also diese spezielle Fähigkeit insbesondere zum Beispiel, sehr viel leichter, sehr viel bewusster von alltäglichen in nicht alltägliche Bewusstseinszustände wechseln zu können. Ja, das muss auch irgendwie ausgebildet werden und das ist ein Teil der Aufgaben dieses schamanischen Krankseins in Anführungsstrichen. Diese Schamanenkrankheit gibt's sehr wohl auch in westlichen Kulturen, in unserer Kultur. Ich habe das mehrmals bei verschiedenen Menschen in unterschiedlicher Art und Weise erlebt und ich habe das auch vor allem bei mir selber erlebt. Da möchte ich euch mal vielleicht ein paar meiner Erinnerungen als Geschichten so ein bisschen erzählen, damit ihr dann eine Vorstellung bekommt, wovon rede ich da eigentlich, wie kann sowas aussehen.
Es ist nämlich gar nicht so leicht in unserer Kultur das zu erkennen, weil den meisten Leuten, die sowas erleben, fehlt einfach das schamanische Hintergrundwissen. Das ist in schamanischen Kulturen, erklärt schamanischen Kulturen, wie in Sibirien oder in Südamerika oder anderswo, natürlich ganz anders. Ja, ich habe als kleiner Junge schon einige Erlebnisse gehabt, denen ich dann später in meiner Heranwachs- und Jugendphase relativ wenig Bedeutung beigemessen hatte. Erst später, als ich mich mit dem Schamanismus angefangen hatte, verstärkt zu beschäftigen, das war so ab 19, 20 Jahre war ich da alt, habe ich angefangen, mich an diese Sachen zu erinnern und die von dem schamanischen Standpunkt her so ein bisschen zu hinterfragen und hatte langsam den Eindruck, vielleicht sollte mir da eigentlich schon was gezeigt werden mit diesen eigenartigen Erlebnissen. Eines davon, das weiß ich noch ziemlich genau, das mir in der Nacht passiert, da war ich vielleicht 4 oder 5 Jahre oder sowas und war krank, ich hatte ganz ordentlich Fieber und lag da so in meinem stillen Kämmerchen im Zimmer. Und ich hatte die ganze Zeit fiese Summen und eigentlich Singgeräusche im Ohr und hatte das Gefühl, dass in der Dunkelheit um mich herum sich lauter Wesen tummeln. Hexen, Wölfe oder diverse andere Tierarten, Fabelwesen, Spukwesen, der reinste Hexenkessel, der da in der Dunkelheit vor mir abgegangen ist. Ich konnte das zwar nicht sehen, aber ich konnte die spüren. Und ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass sich mein Körper nach oben und gleichzeitig nach unten vergrößert und verlängert, also regelrecht auseinandergezogen wird, wie so ein Kaugummi. Und das wechselte immer wieder ab mit dieser Gewissheit, hier immer noch ganz normal in meinem Bett zu liegen. Ich habe mich da regelrecht am Kissen festgekrallt, an der Decke festgekrallt. Ich habe die Zähne kräftig aufeinander gebissen, ja, um noch irgendwie meinen Körper spüren zu können. Und genau, immer wieder dieses Gefühl, nach oben, nach unten auseinandergezogen zu werden. Also gleichzeitig nach oben, über das Bett, über das Zimmer, über das Dach vom Haus und gleichzeitig nach unten in die Tiefe, in die Erde rein, in den Keller, in die Erde darunter. Ganz eigenartiges Gefühl, sehr, sehr unangenehm natürlich. Also da habe ich in der Nacht zumindest ziemlich gelitten. Am nächsten Tag ging es mir wieder gut, da ist das Fieber dann auch runtergegangen. Aber das war schon sehr einprägsam. Ja, dieses Gefühl, nach oben und nach unten regelrecht auseinandergezerrt oder fast schon zerrissen zu werden. Ich konnte natürlich damit ansonsten nichts anfangen. Ich habe das auch meinen Eltern nicht erzählt, was ich da empfunden habe. Das hätten die wahrscheinlich dann sowieso nicht verstanden oder gesagt, ja, du bist krank, Junge, ne? Ja, das war ein Erlebnis eigentlich noch im Wachbewusstsein, also geschlafen habe ich da nicht. Es tauchten auch immer wieder mal einige seltsame Träume bei mir auf. Einer war dann wesentlich später, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. An den kann ich mich noch immer sehr, sehr gut und in allen Details erinnern. Da bin ich irgendwie im Traum im Dorf wach geworden und es war also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und es war eine ziemliche Panik. Die Leute sind auf der Straße umeinander gelaufen und haben geschrien und geplärrt und so weiter. Und es hieß, alle sollen sich im Dorfmittelpunkt, da wo die Dorfgaststätte war und übrigens auch unsere Turnhalle, wo wir als Kinder immer Sportunterricht bekommen haben, war da drüber über dieser Gaststätte eingerichtet. Ja, da sollten sich alle Leute treffen, weil es wurde die Ankunft eines großen roten Drachen erwartet, der da, ja, das ganze Dorf so ungefähr vernichten will. Ganz großes Kino. Ich habe den Drachen übrigens während des Traumes nicht ein einziges Mal gesehen, aber ich habe den gespürt. Also ich habe den gespürt, wie der auf das Dorf zugeflogen kam. Und es muss ein sehr mächtiges Wesen gewesen sein. Ja, das fühlte sich an wie so dieser Drachen-Odem, der also wie ein Sturm daherbraust, mit viel Hitze verbunden ist und so weiter. Ich war ganz angetan von der Darstellung des Drachen Smaug in der Hobbit-Verfilmung tatsächlich. Wer sich das nochmal anschauen möchte, also insbesondere wo der Drache dann auf eben diese naheliegende Stadt da losgeht, wie sich dessen Ankunft da ankündigt, wie die Bäume geknickt werden von seinem Atem und dem Sturmschlag seiner Flügel und so weiter. Das kommt von der Energie her ziemlich nah ran an das, was mir damals in diesem Traum da geboten ist. Also bin ich ganz beeindruckt, wie die diese Drachenkraft da eigentlich in diesem Film ziemlich präzise getroffen haben.
Ja, ich hatte irgendwie irrational gespürt, dass dieser Drache eigentlich in das Dorf kommt, um mich dort abzuholen, ja, gefangen zu nehmen, wie auch immer. Also, dass der extra nur wegen mir kommt, dass der so lange gewartet hat, bis ich eben so alt geworden bin, um mich jetzt zu holen und zu sich zu holen und ja, in irgendeiner Art und Weise zu sich zu nehmen und auszubilden oder irgendwie sowas. Ich habe dann versucht, mich oben in der Turnhalle irgendwie unter einer dieser Turnbänke zu verstecken. Und ja, als dieser Drache, diese Drachenpower da immer näher kam und immer präsenter wurde, ist es dann irgendwann zu viel geworden und ich bin glücklicherweise aufgewacht. Aber das war ein sehr eindrücklicher Traum. Also da habe ich tagelang über dieses Ding nachdenken müssen, immer wieder mich an diese Energie und dieses Gefühl erinnern müssen, was das in mir ausgelöst hat. Also es war schon ein ziemliches morbides Gefühl, muss man schon fast sagen. Also ziemlich mächtige und total unmenschliche Kraft, mit der ich es da zu tun gekriegt habe. Und das führte dann in der Folge tatsächlich auch dazu, also da ging es mir dann psychisch nicht so gut. In den nächsten Wochen, da war dann auch noch, eigentlich war Sommer, aber es war erstaunlich kalt und erstaunlich schlechtes Wetter. Es hat permanent geregnet und ich habe da so eine kleine, naja, heute würde ich sagen, Depression eigentlich im Prinzip danach entwickelt. In der Schule hat sich das übrigens ganz angenehm bemerkbar gemacht, weil bis dato bin ich ein ziemlich aufmüpfiger, frecher Bursche gewesen, der also permanent widersprochen hat. Und wir hatten ja damals auf unserem Zeugnis immer auch eine Note für Betragen bekommen. Ich hatte da eigentlich immer 4 von 5 möglichen in den ersten Schuljahren. Also 5 wäre das Schlechteste gewesen. Da wäre ich sitzen geblieben und sie haben mir, die Lehrer damals haben mir immer eine 4 in meinem Betragensnoten gegeben. Und das änderte sich dann schlagartig ab diesem Jahr. Ab diesem Jahr hatte ich in jedem der Folgejahre eine 1 in Betragen. Ja, was ist jetzt da passiert? Gell? Also für die Lehrer und das Umfeld und so weiter war das nämlich eine ganz angenehme Änderung, die dieser Junge durchgemacht hat. Der ist nämlich plötzlich ganz ruhig geworden, ganz zurückhaltend, hat keinerlei Aufmüpfigkeiten mehr gezeigt und ist plötzlich ein total lieber Junge, bei dem halt, der was gelernt hat jetzt über die letzten Jahre und deshalb hat er sich halt verändert und hat sein Betragen geändert, so haben die das interpretiert. Also das ist niemandem so richtig aufgefallen, dass mit dem Burschen jetzt hier eigentlich irgendwas nicht stimmen kann. Gell? Dass, wenn der plötzlich also von heute auf morgen sein Betragen so ganz offensichtlich verändert. Ja? Es hat auch dann keiner so richtig hinterfragt, obwohl man das eigentlich hinterfragen müsste, denn es wäre eigentlich nicht normal. Gell? Das ist eine waschechte Depression gewesen, mit der ich da in der Gegend rumgelaufen bin. Und die meisten Leute haben das aber eher sogar gut gefunden, weil sie gesagt haben, ja, jetzt passt ja, der hat jetzt ein gutes Betragen, wir können jetzt gut mit dem Jungen arbeiten, der stört den Unterricht in der Klasse nicht mehr und so weiter. Und dann hat das eben auch keiner hinterfragt. Meine Eltern übrigens auch nicht. Ja, dieses Gefühl ging dann langsam wieder weg im Laufe der nächsten Monate, hat sich wieder soweit als normalisiert eingestellt, aber also mein Verhalten ist so geblieben. Also ich bin dann ein viel mehr introvertierter, in mich zurückgezogener Junge gewesen, als ich es vorher noch gewesen bin. Mehr ist da aber erstmal nicht passiert und in den nächsten Jahren bin ich halt herangewachsen, war die Pubertät und so weiter und so fort, habe ich mich dann für andere Sachen interessiert. Ja, bin dann irgendwann nach München gegangen, habe dort meine Spengler-Ausbildung erstmal angefangen und bin also ganz normal als junger Mann sozusagen sozialisiert und ausgebildet worden. Und eben mit 19, 20 Jahren, so etwa war das, wo ich dann angefangen habe, mich für den Rettungsdienst und dann die Heilpraktiker-Ausbildung zu interessieren. Und eben dann auch begonnen habe, mich mit den schamanischen Themen vermehrt auseinanderzusetzen, weil mir das immer wieder auf die Füße gefallen ist, regelrecht. Und erst dann bekam ich überhaupt die Möglichkeit, diese Erlebnisse aus der Kindheit überhaupt mal aus einem neuen Blickwinkel zu verstehen, nämlich also wirklich vielleicht gar nicht so als, ja, einfach besonders, also als ganz normales Erleben eines heranwachsenden Kindes zu sehen, sondern eben auch zu hinterfragen, ob das nicht vielleicht auch was Besonderes bedeutet haben könnte im Hinblick auf, ja, Kontakt mit einer Geisterwelt eigentlich, die sich da schon damals als junger Bursche und dann eben als 9-Jähriger auf diese Art gezeigt hat. Ja, ich habe mich dann angefangen, mit den schamanischen Techniken vermehrt zu beschäftigen. Irgendwann nach einigen Jahren habe ich dann auch mal bei einem meiner Lehrer, zumindest ist es für mich dann später ein Lehrer geworden, ob der das selber so sieht,
tut da relativ wenig zur Sache. Ich habe relativ viel gelernt über einige Jahre von dem, was das schamanische Thema angeht. Habe bei dem also den Basiskurs gemacht. Da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und so ein Jahr später, da war ich, keine Ahnung, 24 Jahre, irgendwie so, 24, 25, habe ich bei dem auch meinen ersten fortgeschrittenen Kurs gemacht, nämlich den Extraktionskurs. Und die Zeit danach, da wurde es dann wirklich interessant. Weil da ging das plötzlich los, so etwa 1-2 Wochen nach dem Kurs hat es angefangen, dass ich wirklich eigenartigste Träume hatte. Ja, einer dieser Träume zum Beispiel, da kam ich plötzlich so halb zu mir auf einer Patientenliege in einem Münchner Krankenhaus liegen. Ich hatte so ein eigenartiges Gefühl am Bein und schaue also von dieser Patientenliege auf und runter und sehe da einen Arzt mit Mundschutz und allem drum und dran, der gerade eben an meinem rechten Knie zugange war. Und ich gucke auf das Knie und sehe, dass das Knie ja einmal komplett aufgeschnitten eigentlich im Prinzip ist, die Haut zur Seite geklappt ist. Ich konnte die Knochen sehen, ich konnte die Kniescheibe sehen, die Sehnen, die Bänder, das Blut, was da rausgelaufen ist, und der Typ hat da irgendwas an diesem Knie gemacht, beziehungsweise hat das Knie einfach nur eröffnet. Und eigentlich hat er mich dann geweckt, um mir dieses Knie genauer anzuschauen. Ich schaue auf dieses Knie, schaue auf die Strukturen von meinem Knie, die anatomischen, die habe ich ziemlich gut erkannt, und guck wieder in das mit dem Mundschutz verhüllte Gesicht von dem Arzt und schaue wieder auf mein Knie und schaue diesen Arzt an. Und dann kam mir so langsam das Gefühl, ja, Moment mal, also irgendwie so ein richtiger Arzt ist das aber jetzt, glaube ich, nicht hier. Und ich habe das sogar zu dem gesagt, ich habe den angesprochen und gesagt, Moment mal, also du bist doch überhaupt kein Arzt, oder? Was bist du denn? Was machst du denn da überhaupt an meinem Knie? Ja. Und als ich das gesagt hatte, guckte der mich an mit also so richtig stechend feurigen Augen und fing an, sehr fies zu grinsen hinter seinem Mund-Nasen-OP-Schutz. Ja, und das war schon so ein komisches Gefühl, da bin ich dann aufgewacht und habe also das erste Mal in mein Knie hingelangt, ob da noch alles in Ordnung und heile und ganz ist. Und es fühlt sich auch nach dem Aufwachen ziemlich eigenartig an, das Knie. Mir ist aber erstmal nicht mehr passiert, aber es hat schon einen ganz komischen Beigeschmack hinterlassen. Also ich war irgendwie so beschäftigt dann mit dieser Wahrnehmung aus dem Traum und vor allem auch dieser energetischen Wahrnehmung, die das bei mir hinterlassen hat, dass ich da schon ein bisschen ins Grübeln kam. Ja, ein paar Tage später, wieder in einem Traum, komme ich zu mir, weil ich die ganze Zeit so ein dumpfes Trommelgeräusch im Ohr hatte. Immer so bumm, bumm, bumm. Das wurde dann ein bisschen lauter. Und da bin ich dann eben im Traum so halb wach geworden. Also so, fast so wie eine Art, so ein bisschen luzider Traum oder präluzider Traum, könnte man sagen. Und schaue an mir vorne so runter und sehe, dass ich mich auf einer Straße in München wieder auf dieses Krankenhaus zubewege, wo auch schon diese kleine Mini-Operation in meinem Knie stattgefunden hat. Der Münchner Krankenhaus, so bekannt ist, was ich auch aus dem alltäglichen Leben, nämlich durch den Rettungsdienst, ziemlich gut gekannt hatte. Und ich bin da über diese Straße gelaufen und hatte was zu ziehen, und ich schaue also hinter und sehe, dass ich da einen großen Holzwagen hinter mir hergezogen hatte. Den hatte ich vorne rum hatte ich so einen Schulter-Brustgurt, da bin ich eingespannt gewesen wie so ein Gaul und musste diesen Wagen da durch die Straße ziehen, und in einer Hand hatte ich einen großen Trommelschlägel, und mit diesem Trommelschlägel habe ich immer so rhythmisch an diesen Wagen dran klopfen müssen. Und das hat dieses eigenartige, dumpfe Trommelgeräusch gemacht, dieses rhythmische, was ich da die ganze Zeit gehört hatte. Also das war ich selber. Und ich bin über diesen Gehweg von der Straße gelaufen, und da wurde es ein bisschen schräg, weil da lagen hier und da überall Leichenteile in der Gegend herum. Also hier mal ein Fuß, da mal eine Hand, da lag sogar mal ein abgetrennter Kopf in der Gegend rum. Die Sachen waren auch alle schon ein bisschen angewest, also ganz offensichtliche Leichenteile, die da schon eine Zeit lang lagen. Und meine Aufgabe war, diese Leichenteile aufzusammeln. Das habe ich da in dem Traum gemacht, schon die ganze Zeit, auch bevor ich da bewusster wurde in dem Traum, und die in den Wagen hinter mir zu schmeißen und so sozusagen die Straße von diesen Leichenteilen zu reinigen. Gell? Ja, da bin ich dann natürlich auch irgendwann wieder aufgewacht, weil mir das echt so schräg wurde, weil das auch ein ganz morbides
Hintergrundgefühl die ganze Zeit hatte. Also ich habe mich da nicht gerade wohl gefühlt. Es war also ich war halt einfach, ja, das war das Gefühl der Nekrose, könnte man sagen. Die Nekrose, die klassische Nekrose, das ist also Totenenergie, ne? Fäulnisenergie, die diesen Traum da so bestimmt hat. Und meine Aufgabe war es, das einzusammeln auf dieser Straße und in den Wagen hinter mir zu schmeißen und sozusagen eigentlich im Prinzip weiterzubringen. Ja, der Traum, der hatte schon ein wesentlich stärkeres Veränderungsgefühl dann auch ins Wachleben mit reingemacht. Also ich hatte dieses Nekrose-Gefühl, dieses Gefühl, mit dem Tod konfrontiert zu sein. Ja, auch im Wachleben weiter dann für einige Tage. Das hat mich ziemlich in mich zurückziehen lassen. Das fühlte sich so ein bisschen an. Du wachst auf und hast wie so einen Schalenbeigeschmack im Mund von dem Kater, den du dir zum Beispiel eingefangen hast oder so, weil du halt eben mal eine Nacht zu viel gefeiert hast oder sowas. Das hinterlässt ja auch einen ganzen Schalenbeigeschmack, ganzer schales Beigefühl. Und so in etwa war das auch, aber eben eine andere Art von Energie, nämlich diese Nekrosekraft, mit der ich es da zu tun bekommen hatte. Ja, da habe ich dann schon langsam angefangen zu begreifen, okay, also irgendwas passiert jetzt hier. Ich habe dann wirklich auch gleich das Gefühl gehabt, das hat jetzt echt eine schamanische Bedeutung. Und es ist auch so, dass also solche schamanischen Initiationsträume dieser Art, letztlich ist das nämlich ein solcher gewesen, ja, einerseits was mit deiner Psyche machen, mit deiner Seele machen, mit deinem Bewusstsein machen und andererseits aber auch schon Hinweise darauf geben können, was zum Beispiel dein besonderes Aufgabenfeld ist, wenn du eben tatsächlich als Schamane arbeiten würdest. Da gibt es eben zum Beispiel Schamanen, die dafür zuständig sind, ja, eigentlich im Prinzip Verstorbene zu behandeln und ihnen nach ihrem Ableben zu helfen, ihren Weg in die nicht alltägliche Wirklichkeit letztlich zu finden. Das nennt man Psychopompos in der Fachliteratur. Psychopompos-Arbeiten, also Seelengeleitungsarbeiten eigentlich. Und das ist ein klassischer schamanischer Job. Dieses Reinigen der Straße von diesen Nekroseteilen, von diesen Leichenteilen eigentlich im Prinzip, war Ausdruck eigentlich dessen, eine besondere Begabung, die ich eigentlich als so, ja, schamanischer Praktiker, so würde ich das da mal nennen zu dem Zeitpunkt, tatsächlich schon hatte. Also wo ich besonders dafür geeignet gewesen bin durch meine bis datorige Lebenserfahrung, wahrscheinlich im Rettungsdienst und so weiter, bin ich schon so abgehärtet gewesen, dass ich eben mit so einer Energie tatsächlich auch konfrontiert werden kann und tatsächlich auch damit umgehen kann. Das ist eigentlich im Prinzip schon ein Hinweis darauf gewesen, was ich für was ich als Schamane auf der schamanischen Ebene besonders geeignet wäre, wenn ich denn ein solcher wäre. Ja, das war immer noch nicht alles. Der nächste Traum, da wurde es dann richtig krass. Ja, ich wurde wieder wach im Traum, weil ich wieder so ein Trommelgeräusch im Ohr hatte. Und ich stand, ja, nur bekleidet eigentlich im Prinzip mit einem Krankenhaushemdchen. Also dieses Krankenhausthema, das taucht da auch immer wieder auf. Gell? Mit dem Krankenhausuntersuchungshemdchen stand ich gerade eben vor den Außenmauern eines anderen, sehr bekannten Krankenhauses in München, und da rauchte ich eine. Ne? Eine Freundin von mir, die ich aus dem alltäglichen Leben tatsächlich kannte, saß oben auf der Außenmauer oben drauf und ließ die Beine da baumeln und so. Meinte so, aha, hallo Frank, bist du wach geworden? Ja, wird ja auch langsam Zeit. Und dann kam dann noch ein weiterer Bekannter daher, nämlich also auch einer, den ich aus dem alltäglichen Leben tatsächlich kannte. Der sah im Traum deutlich verändert aus. Ich habe den eigentlich immer auch als ziemlich starken Schamanen oder Zauberer wahrgenommen, seit ich den gekannt habe. Also ein ganz besonderer Typ so. Und der hatte auch so eine kleine Reisetrommel dabei. Der kam dann da die Straße runter uns so entgegengelaufen. Wie so ein Wanderer durch die Welten eigentlich. Ne? Und schlug immer diese kleine Reisetrommel. Und das war wieder dieses Trommelgeräusch, was mich da wach gemacht hatte. Und blieb dann auch vor mir stehen. Also so, Frank, wie ist es? Bist du jetzt soweit? Weil heute ist ein großer Tag. Ich sag so, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ne? Hab da an meiner Zigarette genuckelt und ja, hast du das noch nicht mitbekommen?
Heute ist ein ganz wichtiger Tag für dich und du wirst heute so verändert, dass du schamanisch arbeiten kannst. Ich sag, was redet ihr da eigentlich für Zeugs? Ne? Hab meine Zigarette ausgetreten und noch während der also so sprach mit mir, habe ich da so ein zunehmendes Druckgefühl an meinem Bauch gehabt. Und das wurde dann so stark, dass ich da dann also immer mehr von diesem Druckgefühl in meinem Bauch in Anspruch genommen wurde. Und also das fühlte sich wie so an, als würde die Bauchdecke porös werden und innerlich sich so eine Art Hernie, also so ein Eingeweidebruch eigentlich im Prinzip bilden durch meine Bauchmuskeln durch. Ich habe dann schon richtig Schiss gekriegt und habe da die Hand drauf gepresst, weil ich da schon Angst hatte, dass mir jetzt dann gleich irgendwie das Gedärm irgendwie aus dem Bauch rausfällt oder so. Und dann machte es plötzlich einmal Piep-Switch und also die Umgebung vor mir wurde komplett schwarz-dunkel für eine Sekunde und dann wurde es wieder hell und ich guckte in ein helles Licht rein, was mich, ja, das war eine Lampe, die an der Decke hing. Ich lag jetzt innerhalb dieses Krankenhauses in einem eigenartigen Raum, der war so mit Kacheln versorgt und also ein gekachelter Raum auf einem metallenen Tisch und der metallene Tisch, der hatte unten irgendwie am Fußende hatte der irgendwie auch so ein Loch und ich hatte so irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein Sektionstisch im Krankenhaus oder sowas oder ein Sektionsraum und ich liege auf einem solchen Sektionstisch. Frage mich noch, was ist denn jetzt los? Wie komme ich denn jetzt hierher? Ne? Und noch als ich mich das frage, wird wieder das Druckgefühl in meinem Bauch stärker und ich schaue so auf meinen Bauch runter, den ich inzwischen frei sehen konnte. Und da bildete sich unter der Haut, ja, wie so Risse eigentlich, die so als wirres Muster sich unter der Bauchhaut von einem bestimmten Punkt aus, vom linken Unterbauch aus, über den ganzen Bauch ausgebreitet hatten unter der Haut. Das hat man richtig deutlich unter der Haut gesehen. Bildeten sich so Hämatome und so Zeugs. Und ja, ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass mir die Bauchmuskeln, die ganz dünn geworden sind, schon überall aufgebrochen sind. Und also diese Brüche, die zogen sich nicht nur über den Bauch, sondern auch um die Flanke herum bis auf die Rückseite raus. Und da ging irgendwo eine Tür auf und es kam wieder eine Schwester rein, auch mit einem Mundschutz ausgestattet, wie auch schon dieser Arzt, der damals mein Knie aufgeöffnet hatte. Ich habe mich im Traum auch gleich an diesen Typen erinnert. Es war wieder eine ganz ähnliche Energie, nur noch viel, viel stärker. Also ich hatte das Gefühl, dass mir die Energie dort, die Krankenschwester, dieser ganze Raum und so weiter, dass die mir ans Leder wollen. Gell? Das war eigentlich so das Gefühl. Ich konnte mich aber auch nicht fortbewegen dort, obwohl ich schon das Bedürfnis hatte, jetzt relativ schnell zu gehen. Aber je stärker ich dieses Bedürfnis hatte zu fliehen, desto stärker wurde dieses Druckgefühl in meinem Bauch und meinem Rückenbereich auch. Und also schließlich wirklich so explosionsartig riss die Haut, Bauch, Flanke, Rücken und so weiter auch noch komplett auf. Und ich merkte, ich schaute einerseits von oben in meine Bauchhöhle eigentlich im Prinzip rein, hab die Eingeweide gesehen, hab das Blut gesehen, hab viel Flüssigkeit ansonsten da dort gesehen und ja, das Zeug lief gleichzeitig unter mir auf diesem metallenen Tisch raus und floss durch dieses Loch und platschte alles. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so geschmackig für Leute, die da ein bisschen empfindlicher sind. Das platschte alles durch dieses Loch in einem bereitgestellten metallenen Eimer, der unter dieser Liege war. Und die Schwester, nachdem dieser Prozess da fertig war und ich da eigentlich im Prinzip komplett entweidet und ausgeblutet war, nahm die Schwester diesen Eimer und ging rüber damit zu irgendeinem Ausguss und schüttete das Zeug einfach weg. Ja, also das wurde einfach weggeschüttet und ich blieb dort eigentlich im Prinzip entweidet und entorgant und entblutet leer auf dieser Metallliege liegen. Ja, und dann fadete das so ein bisschen away, dieses Bild, und ich wurde langsam wach und hab dieses Gefühl, auf dem Rücken zu liegen und also total entleert an die Decke zu starren und ausgetrocknet vor allem. Das habe ich direkt so langsam mit in diesen Aufwachprozess reingenommen und schlug dann die Augen auf und lag in meinem Bett ganz normal, damals in meinem 35 Quadratmeter Apartment. Da war es mittlerweile schon 9 oder 10 Uhr. Das war auch im Sommer und meine Balkontür war auf. Und draußen hörte ich den Lärm von den Kindern, weil gegenüber direkt von dem Haus, wo ich gewohnt hatte, war da im 3. Stock und also gegenüber unten zum Hinterhof hin, da war direkt eine Schule, wo eben die Kinder gerade eben wieder Pause hatten und die haben dann immer mordsmäßigen Lärm auf diesem Hinterhof veranstaltet.
Ich weiß noch, das hat mich immer vorher genervt gehabt, weil also dieser Lärm war immer kaum erträglich. Ich musste dann eigentlich immer die Fenster und Balkon zumachen, dass ich da einigermaßen Ruhe habe in meiner Bude. Also die Kinder, die können ja richtig unglaublich laut werden. Das ist mir immer auf die Nerven gegangen. Aber da in diesem neuen Zustand, da war das eigenartig. Ich habe erstmal die Beine aus dem Bett rausgeschwungen und habe mir bin da einfach sitzen geblieben, habe mir eine Zigarette erstmal gemacht. Und die geraucht und saß da so auf meinem Bett, neben mir der offene Balkon, draußen schön warm, man hört die Vögel zwitschern, die Kinder schreien wie blöd auf dem Hof da hinten umeinander und so weiter. Und ich saß da aber ja mit meinem Gefühl des entweidet und ausgetrocknet Seins, und das war ein ganz eigenartiges Gefühl, weil einerseits hat es sich total ja nekrotisch wieder angefühlt, aber andererseits hatte ich auch das Gefühl, innerlich durch dieses ausgetrocknet worden zu sein, ja, ich fühlte mich total sauber, rein und klar. Und meine Wahrnehmung, also sowohl von meiner Wohnung als auch eben das Vogelgezwitscher draußen, die schöne warme Luft, die zu der offenen Balkontür reinkam, und selbst das Geschrei der Kinder, das habe ich auf einmal total toll gefunden. Also das fühlte sich für mich unglaublich lebendig und belebt an. Das war ein Gefühl, das hat tagelang, hat das auch genau in dieser Stärke weiter angehalten. Also einerseits dieses Gefühl, so innerlich gereinigt und klar zu sein, ja, total ruhig auch innerlich zu sein, und andererseits ganz deutlich diese Lebendigkeit um mich herum erleben und spüren zu können, die sich so offensichtlich auch unterschieden hat von diesem initialen Gefühl, was ich da im Traum hatte. Denn das fühlte sich nach Tod und nach Nekrose an eigentlich. Also alle diese Träume, die ich da gehabt hatte. Und dieses Gefühl dieser Träume stand im auffälligen Gegensatz zu der Lebendigkeit der Welt um mich herum, die ich jetzt hier im Wachleben erlebt hatte. Das war für mich völlig was Neues, weil bis dato bin ich da eigentlich so vor mich hingedümpelt, habe nicht so wahnsinnig viel Lebendigkeit in der Welt um mich herum empfunden. Ich habe halt einfach so funktioniert. Ne? Ich habe meine Berufsausbildung gemacht, ich bin in den Rettungsdienst gegangen, habe dort die Ausbildungen gemacht, habe dann die Patienten versorgt, habe meine Heilpraktikerausbildung gemacht und so weiter und so weiter. Aber so eine richtige Lebendigkeit, so eine richtige Begeisterung an der Lebendigkeit der Welt um mich herum, das hatte ich bis dato eigentlich nie so wirklich richtig gefühlt gehabt. Mir ist dann auch aufgefallen, dass mir das eigentlich schon in der Kindheit, nämlich schon damals bei diesen Träumen oder auch bei diesem Gefühl von Hexen und Kobolden und weiß der Teufel nicht was alles, zerrissen zu werden damals im Bett, dieser Fiebertraum. Das ist mir da erst richtig aufgegangen, dass ich eigentlich seit dieser Zeit schon keine echte Lebendigkeit und Belebtheit mehr in der Umwelt um mich herum so fühlen konnte. Für mich war das einfach normal. Deshalb habe ich es auch nie hinterfragt, wo eigentlich wahrscheinlich schon ein Psychotherapeut oder ein Psychiater eigentlich dann schon Fragen hätte, im Sinne von, naja, könnte das nicht tatsächlich eine waschechte, ausgeprägte Depression sein, die dieser Mensch da hat, ne? Oder könnte das nicht so ein bisschen in die Richtung gehen? Aber ich habe ja da nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, einen Therapeuten diesbezüglich aufzusuchen, weil ich habe das einfach als ganz normal erlebt und gelernt in meinem Heranwachsen, dass eben ja mein Verhältnis zur Welt so ist, wie sie halt ist, ne? Und auf einmal eben jetzt nach diesem Traum diese unglaubliche Lebendigkeit und Belebtheit, also das war so toll, ich war so begeistert davon. Da habe ich begriffen, dass das was Besonderes war, nämlich dass das letztlich ein Initiationstraum war, der mir das dann eben, oder eine Serie von Initiationsträumen, da sind noch mehr Sachen passiert, das waren nicht die einzigen Sachen, aber ich möchte es dabei mal belassen, weil ich möchte auch nicht alles da so ohne weiteres preisgeben, was ich da so erlebt habe. Was ich euch sagen kann, ist, dass all diese Erlebnisse zusammen, jetzt, heute, aus meiner heutigen Sicht, absolut Sinn gemacht haben. Also das ist so gesehen eine kleine Initiation in das schamanische Sein und Wirken eigentlich im Prinzip gewesen, die einem ganz bestimmten Muster gefolgt ist. Ein Muster, das man teilweise auch 1:1 so eben in den klassischen schamanischen Texten zum Beispiel nachlesen kann. Zum Beispiel das, was ich am Anfang zitiert hatte, dass da die Eingeweide entfernt werden, dass die Flüssigkeiten, das scheint sehr wichtig zu sein, tatsächlich weggeschüttet werden im Zuge der schamanischen Zerstückelung und dass die Organe dann schlussendlich eigentlich im Prinzip komplett erneuert werden und jetzt dann überhaupt erst der Schamane so
geworden ist. Ja, das macht ja alles irgendwo Sinn und es sind alles Erlebnisse, die in meinen Träumen in der einen oder anderen Art und Weise auch aufgetaucht sind, auch für mich dann identifizierbar waren. Aber die stärkste Wirkung eben ist diese Bewusstseinsveränderung, die es im Alltäglichen so eigentlich auch mit mir gemacht hat. Und gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass so schamanische Reisen, schamanische Arbeiten seit diesem Zeitpunkt viel, viel besser gegangen sind. Ich habe mich viel, viel leichter getan, dann eigentlich im Prinzip schamanische Visionen bei meinen verschiedenen schamanischen Reisethemen und so weiter zu erleben. Die sind vorher zwar auch da gewesen, aber bei weitem nicht so stark und so leicht, wie das dann eben danach der Fall gewesen ist. Das sind eigentlich im Prinzip die klassischen Wirkungen einer echten schamanischen Initiation. Solche schamanischen Initiationen, das gibt es eben auch in unserer Kultur. Das gibt es nicht nur im sibirischen oder tibetischen oder südamerikanischen Raum oder sonst irgendwo, sondern eben auch hier in der westlichen Kultur. Warum auch nicht? Und wir haben jetzt heutzutage auch die Möglichkeit, tatsächlich solche Erlebnisse wieder in der richtigen Art und Weise zu interpretieren. Dafür braucht es nämlich das schamanische Hintergrundwissen bis zu einem gewissen Grad. Und dank vieler Autoren, dank also vieler Leute, die sich wieder vermehrt mit schamanischen Sachen beschäftigen, die Bücher dazu geschrieben haben, die Praxiserfahrung dazu gesammelt haben und so weiter, ist dieses Wissen auch bei uns wieder verstärkt präsent geworden. Und es ist jetzt leichter wieder für Menschen, die in unserer Kultur aufwachsen und leben, ja, solche Phänomene tatsächlich auch als solche zu erkennen und richtig zu interpretieren und einen richtigen Nutzen daraus zu ziehen. Ja, aus heutiger Sicht kann ich sagen, diese Träume und diese Bewusstseinsveränderungen, die dadurch aufgetreten sind, aber eben auch viele andere Erlebnisse, die ich in der Zeit gehabt habe, die mich auf ähnliche Art und Weise betroffen und verändert haben, über die ich jetzt nichts erzählt habe. Heute profitiere ich im Gesamten auch ganz praktisch aus diesen Erlebnissen, weil allein die Erinnerung an diese Zustände, die durch diese Träume und so weiter erzeugt worden sind bei mir. Das sind also nicht die einzelnen Bilder der Träume oder diese Erlebnisse im Wachbewusstsein und so weiter entscheidend, sondern das, was es schlussendlich für eine Wirkung auf mich gehabt hat, wie es sich auf meinen psychischen, seelischen Zustand ausgewirkt hat, auf meinen Bewusstseinszustand letztlich. Das ist eigentlich die entscheidende Komponente gewesen. Und heute ist es mir möglich, allein durch Erinnerung an diese Zustände, an diese Erlebnisse, die ich 1:1 in direkter Klarheit gehabt habe, ja, stellt sich sofort schon so ein kleiner veränderter Bewusstseinszustand her, der es mir leichter macht, mit der nicht alltäglichen Wirklichkeit Kontakt aufzunehmen. Das zumindest mal ist eine ganz praktische Wirkung, die diese Geschichten auf mich gehabt haben und die sie bis heute auf mich haben. Also insofern, ich interpretiere das schon tatsächlich als so eine kleine schamanische Initiation. Die können auch viel, viel stärker werden, übrigens noch von der Wirkung her, gerade dann eben in Kulturen, wo Schamanismus noch ganz normal dazugehört zum alltäglichen Leben. Ich glaube, dass die Schamanen gerade im sibirischen Raum und so weiter da nochmal, also schon ganz ähnliche Sachen erleben, aber das vielleicht nochmal viel, viel stärker und teilweise auch mit viel, viel stärkerem Leid verbunden. Denn ein gewisses Leid muss da mit dabei sein. Es geht nämlich letztlich auch darum, dass deine bisherige Persönlichkeit ja eigentlich im Prinzip zerstört wird, dass die stirbt. Du stirbst ein Stück weit, um dann als schamanisch Begabter sozusagen neuen Platz, neuen Raum in dein Leben einnehmen zu können. Und eben das sind Erlebnisse, die können noch viel, viel stärker ausfallen. Da habe ich also toi 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 noch mehr oder weniger so ein bisschen Glück gehabt. Ja, ich habe halt die Gelegenheit bekommen, das zu erleben, mich zu verändern und damit einen leichteren Zugang zur Geisterwelt zu bekommen. Aber das geht eben auch noch viel, viel stärker bis hin zum tatsächlichen Nahtoderlebnis, wo ich 1 oder 2 Leute tatsächlich kenne, die auf diese Art und Weise durch ein Nahtoderlebnis schamanisch initiiert worden sind, die also tatsächlich auch klinisch tot gewesen sind für eine gewisse Zeit und durch Reanimation dann ins Leben zurückgeholt worden sind. Das wären natürlich die heftigsten Ausprägungen solcher schamanischen Initiationserlebnisse. Von dem her, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Die Geister könnten das durchaus auch mal in Erfüllung gehen lassen.
Ja, wenn ihr selber irgendwelche Erlebnisse dieser Art vielleicht gehabt habt oder ähnliche Erlebnisse, die ihr in schamanischer oder von mir aus auch magisch-zauberischer Hinsicht in irgendeiner Art und Weise interpretiert, lasst mich das gern wissen. Ich bin immer interessiert an solchen Geschichten. Vielleicht möchte mir da jemand ja schreiben oder unten in die Kommentarspalte vielleicht auch ein bisschen was reinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ein hoffentlich schon sehr bald Corona- und Stress- und politikfreies neues Jahr 2022. Möge der ganze Scheiß, der uns die letzten 2 Jahre hier hinterhergelaufen ist, einfach verschwinden und verduften und es uns möglich machen, dass wir wieder alle zusammen vernünftig leben, vernünftig miteinander reden können, vernünftig miteinander feiern und tanzen und arbeiten können. Und bis bald.